Hallo Freunde des Luftkampfs, willkommen zu Sir Mobslots Flight Channel und heute begrüße ich euch zu einem Quick Start Guide, und zwar werden wir heute eine F-18C auf einem Flugzeugträger starten. Dazu befinden wir uns hier auf der George Washington, einem Flugzeugträger, und ja, wir werden direkt mal anfangen zu starten. Wir werden hier schon wie ein E2 gerade den Abflug macht, und das erste, was wir jetzt tun, ist die Batterie erstmal anmachen und danach die APU starten. Während die hochfährt, können wir schon mal die Beleuchtung, die externe Beleuchtung anmachen, die interne Beleuchtung, Konsolen, Instrumente und das Flutlicht mal auf Mittel stellen. Chart können wir auch auf Mittel stellen hier. Und damit wir gleich auch ein bisschen Licht haben. Wirklich eine tolle Kulisse hier. Und dann werden wir, wenn das grüne Licht der APU leuchtet, anfangen, das rechte Triebwerk zu starten. Das machen wir rechts mit Engine Crank. Die Kabine runterfahren mit Steuerung C. Zack, geht die Kabine runter. Das Triebwerk fährt hoch. Wir haben jetzt eine RPM-Zahl schon von 28. Bei über 18 könnt ihr das in den Idle tun. Das macht er mit Shift Position 1. Zack. Ihr seht, der Throttle geht jetzt in den Idle Mode. Das Triebwerk wird mit Sprit versorgt und es fährt hoch. Danach machen wir das linke, das rechte MFD an. Das mittlere MFD, die HUD-Anzeige hier und das Helm mit Visier. Das natürlich am besten dementsprechend der Beleuchtung anpassen, sonst habt ihr diesen Glare-Effekt hier. Und genau, und hier stellen wir es noch auf Night, nicht auf Day. Und das passt dann alles schon ein bisschen besser. Hier können wir es auch auf Night stellen, damit das nicht so sehr aufleuchtet. Gut. Triebwerk ist oben, dann können wir auch schon das linke Triebwerk starten. Das machen wir auch wieder mit Engine Crank Left, linke Maustaste drücken. Hier seht ihr jetzt, dass das Triebwerk hochfährt. Bei 18 geht ihr dann in den Idle Mode, diesmal mit Alt GR, also rechte Alt-Taste und Position 1. Und zack, fährt das Triebwerk hier auch hoch. Super. Während das Triebwerk hochfährt, könnt ihr schon mal auf den 1S auf Carrier stellen, damit die Position des Flugzeugs durchgeführt wird, also das Alignment. Mit der Backspace-Taste entfernt ihr den Joystick, geht hier noch auf Stored Heading, damit das Alignment hier schneller funktioniert. Hier die Qual-Time, die läuft gleich runter, und wenn neben der Qual-Time ein OK steht, können wir dann auf NAV oder auf In-Flight Alignment hier stellen. Je nachdem. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Das Alignment läuft. Wir können einmal den Bleed Air cyclen. Upsa. Einfach nur mit der linken Maustaste einmal durchgehen. Dann werden wir im nächsten Schritt einmal Oxygen anmachen. Das wird immer gern vergessen. Dann werden wir einmal Reset drücken. Und wir sehen hier, genau auf der linken Page müssen wir noch auf FCS gehen. Ja, zack. Hier unten steht jetzt Reset im linken Advisory. Und dann, wenn das Reset-Zeichen weg ist, machen wir die Flaps auf halb. Drücken Rudder Trim. Zack. Und hier ist die Standardtrimmung auf 12. Perfekt. Und dann geht's weiter. Dann führen wir den Bit-Test, den FCS-Bit-Test. Dazu rechts die Bit-Page, auf FCS-Menü gehen und oben auf Bit klicken. Ah, nee, falsch. FCS-Page, genau. Und hier seht ihr jetzt, beides steht auf Go. Und wenn ihr den Bit-Test durchführen möchtet, müsst ihr gleich hier links draufklicken. Aber erst müsst ihr diesen Schalter hier betätigen. Den betätigt ihr mit der Taste Y. Beziehungsweise, wenn ihr eine deutsche Tastatur in der Standardeinstellung habt, Z gedrückt halten, jetzt ist er auf On, dann FCS zweimal drücken und ihr seht hier in Test. Und schon wird der FCS Flight Computer getestet. Der wird jetzt hier die Klappen bewegen, wie ihr seht. Und bei einigen Pieptönen ist das dann abgeschlossen. Gut, jetzt hört ihr auch schon, dass es abgeschlossen ist. Perfekt.
Dann haben wir das auch durchgeführt. Währenddessen können wir hier noch die Fluglageanzeige dementsprechend aus der Log-Position machen. Wir können hier noch auf 40 Fuß stellen fürs Radar-Warning. Beim Abflug wollen wir auch direkt, dass das Altimeter auf Radar gemessen wird. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt seht ihr hier dementsprechend, dass die Quality auf OK ist, also das Alignment ist fertig. Dann stellt ihr den Schalter hier auf In-Flight Alignment. Das Radar stelle ich anfangs gerne auf Standby. Wenn ihr noch Bomben oder dementsprechend einen FLIR dabei habt, empfiehlt es sich auch schon mal, das FLIR auf Standby zu stellen. Gut. Dann fehlt uns nicht mehr viel. Wir können jetzt schon mal den Seat-Arm hier links mal checken, ob alles für den Carrier eingestellt ist. Hook Bypass, Carrier, Anti-Skid off. Perfekt. Dann im nächsten Schritt machen wir hier die UFC-Einstellungen. Einmal den Tarkan einstellen. Zack, 11 X-Ray für den Carrier. Dann taucht hier so ein kleines Zeichen auf mit so drei wie soll man das sagen, drei so Wimpeln. Bedeutet, und hier links oben das Carrier Tarkan-Zeichen. Das bedeutet, der Carrier wurde gefunden. Das brauchen wir gleich für den Abflug. ILS können wir für den Start erstmal auslassen. Data Link immer anstellen, IFF anstellen und dann machen wir noch die Gegenmaßnahmen. Den Dispenser können wir auf On stellen, ECM Standby und das RWR einmal kurz auf On klicken. Und wenn ihr noch ein paar nette Pieptöne haben wollt, geht ihr auf den Bittest. Gut. Ich glaube, dann wären wir fast durch. Aber nur fast, weil ganz zum Schluss, das habe ich mir aufgespart, das Helmet Mounted Display müsst ihr dementsprechend auch noch alignen. Das ist jetzt neu in der Start-up-Phase. Dazu habe ich die Bit-Test-Page hier noch offen gelassen. Dazu geht ihr wieder auf Bit. Geht dann auf Displays. Und hier seht ihr schon Helmet. Ihr klickt hier einmal auf Helmet. Und jetzt ist das Helmet in Test. Ihr seht hier in Test. Und einige Testzeichen werden hier durchgespielt. Wenn ihr die alle seht, geht ihr auf Stopp. Und der Bit-Test für Helmet ist auf Go und damit abgeschlossen. Dann gehen wir wieder auf Menü. Nicht die Tech-Page, sondern die Support-Page hier. Und dann, erst nach dem Bit-Test, seht ihr auch das Helmet-Zeichen hier. Und dann könnt ihr auf Helmet gehen und dann auf Alignment. So, jetzt seht ihr zwei Kreuze, die müsst ihr übereinander bringen. So wie ich das jetzt hier mache. Und dann den Catch-Uncatch-Button drücken. Gedrückt halten für 2,5 Sekunden. Alignment ist okay. Gut. Dann müsst ihr noch Höhe und Roll einstellen. Das macht er mit dem TDC-Button, also mit dem Button, womit ihr auch Ziele ausschaltet. Und einmal kurz drücken. Also das Kreuz hier zentrieren. Einmal kurz drücken. Zack. Das Rollen auch noch dementsprechend. Einmal kurz, wie das halt in einer Linie ist. Auch noch TDC drücken. Fertig. Dann könnt ihr unten Alignment beenden, indem ihr nochmal draufklickt und euer Helmet Mounted Display ist aligned. Sehr gut. Jetzt wollen wir auch los. Es wird ja langsam Zeit und dazu gehen wir auf das Funkmenü Bodencrew Radkeile entfernen. Perfekt, Wheelchocks sind removed. Dann machen wir hier rechts die FCS-Page rein und links die Checklist. Die werden wir gleich auch noch kurz abarbeiten. Und dann können wir auch gleich schon los. Parking Brake raus. Nose Wheel Steering ist drin. Das seht ihr hier, NWS, aber wir machen das auf High. Dazu nochmal den Pinky Switch drücken auf eurem Joystick. Dann steht hier Nose Wheel Steering High. Und das heißt, ihr habt einen wesentlich besseren Bewegungsgrad auf dem Flugzeugträger. Beleuchtung mache ich mal hier aus. Gut. Dann können wir jetzt rollen zum Katapult.
So, dann nehmen wir mal hier das Cut 2. So, er breitet schon die Arme aus, bedeutet, wir können die Flügel ausfahren. Moment, machen wir schon mal hier. Zack, Flügel aus. Und wenn er mit den Armen so winkt wie jetzt, müssen wir langsam ranfahren. Bis er die beiden Fäuste zeigt. Und zwar jetzt, dann bremsen. Sehr gut. Dann sagt er, hey, die Launchbar ausfahren, damit die den Flieger ins Katapult einrasten können. Dann sagt er nochmal vorfahren. So. Perfekt. So, Launchbar wieder einfahren. Super. Und jetzt wird er mit dem Arm wedeln. Das bedeutet, wir können unsere Checks durchführen. Und unsere Ruder-Checks. Wir gehen das nochmal hier durch. Kurz durch. Controls. Machen wir. Also kurz mal eben Vollgas geben. Links, rechts, oben, unten. Die Klappen testen. Super. Zurück. Wings sind ausgefahren. Gelockt. Flaps auf halb ist okay. Dann dementsprechend dann die Trimmung auf 16 mache ich jetzt mal standardmäßig rein. Da müsst ihr normalerweise in der Gewichtstabelle gucken. Ich meine, über 46.000 wird der Step Trim sogar auf 17 empfohlen. Machen wir mal 17. Perfekt. Genau. Alle Warnlichter sind aus. Und Seat ist armed. Und dann können wir Vollgas geben. Wir gehen ins Funkmenü. Wir sagen Bodencrew. Wir sagen, hey, salutieren. Wir machen das Licht an. Und dann geht's schon ab. Abflugrichtung ist 190. Und zack. Wir starten, leichte Rechtskurve, Klappen rein, Fahrwerk hier rein und liegen dann wieder ein bisschen in Trägerrichtung und zwar auf 500 Fuß Höhe und mit 300 Knoten. Das ist so die Abflugsprozedur. Und das ist 7 Meilen vom Träger entfernt. Hier unten klicke ich mal auf Tarkan. Dann sehen wir, wie weit wir vom Träger entfernt sind. Momentan 2 Meilen. Wir erreichen die 300 Knoten. Perfekt. Und dementsprechend die Höhe von 500. Und jetzt entfernen wir uns vom Träger in diesem Verfahren. Genau, wenn ihr auf 7 Meilen seid, könnt ihr dann dementsprechend eure Wegpunkte abarbeiten. Ja, das ist das korrekte Verfahren zum Starten von einem Flugzeugträger. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde dann sagen, bis bald, euer Sir Mopsalot.